Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute gibt es mal wieder so eine Art kleines Themenvideo, ja, was ich mir so überlegt hatte, worüber man mal reden könnte. Und ich hatte mir mal ein Thema aufgegriffen gehabt, was jetzt schon die letzten Monate, ich würde jetzt schon fast Jahre sagen, immer wieder mal aufkam und worüber doch mal mehr, mal weniger geredet wird. Und in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass das Thema dann doch wieder ein bisschen öfter mal hier und da aufkam. Und zwar ist das Thema mit den Server zusammenlegen. Die Serverzusammenlegung von alten Servern, warum das Ganze überhaupt und was dahinter steckt und wie die Idee ist, was man da für eine Umsetzung machen kann und was natürlich ganz wichtig ihr davon haltet. Ja, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, warum sollte man sowas, vielleicht hören die einen das jetzt zum ersten Mal, wovon ich hier rede, und die anderen werden wahrscheinlich schon ja, so öfter mal was davon gehört haben. Im Prinzip, ich erkläre es mal für die Leute, die das ja so noch nie gehört haben. So eine Serverzusammenlegung ist quasi, wenn man ist, also Shakes and Fidget bringt ja im Regelfall pro Monat immer einen Server raus, einen neuen Server, auf den dann gespielt wird. Das führt natürlich dazu, dass viele neue auf den neuen Servern dann anfangen. Alte Server werden mit der Zeit immer inaktiver und es gibt nur noch eine Handvoll Spieler und sagen wir mal eine dominierende Gilde, höchstens 2, maximal 3 und dann ist der Server schon mehr als tot. Ja, außer auf S1. S1 und W1 ist eine Ausnahme, weil das sind halt die ersten Server von ja, jeweils Deutschland und international. Das ist immer so ein bisschen, das muss man immer so ein bisschen ausklammern. Ja. Und viele Leute beschweren sich dann immer darüber, dass ihr Server halt inaktiv ist oder ja, dass die halt keine Gilden mehr finden, ne? Dass da halt nichts mehr los ist sozusagen und wirklich nur noch eine Handvoll Spieler da drauf sind, das so keinen Spaß mehr macht. Was natürlich auch verständlich ist, weil wenn man jetzt mal überlegt, es sind schon Server dabei, die jetzt schon 11 Jahre existieren, ist das natürlich klar, dass viele Spieler da auch natürlich irgendwann abspringen. Die sagen sich so, ey, ich habe da keine Lust mehr drauf oder ich setze meine Prioritäten woanders hin, was ja auch komplett verständlich ist oder so, ne? Oder sie fangen halt mit neuen Charakteren oder wenn eine neue Klasse rauskommt, auf neuen Servern an und ja, versuchen sich da dann irgendwie die ersten Ränge zu ergattern. So, und immer, wenn man natürlich einen neuen Server anfängt und eine neue Klasse oder so, dann kann es sein, dass die Alten dann so ein bisschen in den Hintergrund geraten, ja, oder man entscheidet sich um und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, am Ende des Tages sind die alten Server halt werden sie immer inaktiver, so, ne? Außer halt, wie gesagt, dieser feste Kern, da der eh drauf ist. Und dahingehend kam jetzt halt mal die Frage oder der Vorschlag, wie wäre es denn, wenn man mal so eine Serverfusion macht oder mal Server zusammenlegt, damit diese Server dann ja, insgesamt stärker sind und man mehr Konkurrenz hat, was natürlich auch wieder ja, Konkurrenz belebt natürlich wieder das Geschäft und dann würden sich die Spieler untereinander natürlich dadurch mehr motivieren, was natürlich sehr vorteilhaft ist und man kann sich neue Ziele setzen und die Aktivität ist natürlich deutlich höher, man findet neue Spieler, neue Gilden, kann sich mit anderen Leuten kurzschließen und ja, das ist natürlich ganz nice. Und deswegen kam auch der Vorschlag, dass mit dieser Serverfusion und ja, das Ganze hat natürlich Vorteile, aber es hat, wie ihr euch denken könnt, natürlich auch sehr viele Nachteile. Und zum einen wäre es natürlich, dass die Leute, die zuallererst, die auf diesen Servern spielen, so wie nehmen wir jetzt mal mein Beispiel, mein Server ist ja auch nicht mehr so aktiv, ja, der ist ja jetzt auch schon, glaube ich, 7 Jahre oder so alt und man versucht, oder ja, ihr kriegt es ja anhand Beispiel mir mit, ich versuche mich jetzt an die Spitze zu kämpfen, ja, das ist ein harter Kampf und ich bin stolz, wenn ich irgendwann auf dem Server relativ weit oben stehe und eines Tages vielleicht mal den Platz 1 irgendwie ergattern kann. Ja, auch wenn es nur für einen Tag ist oder so, ne? Nicht mal. Ja, reicht mir auch ein paar Stunden. Da wäre ich eines Tages auf jeden Fall sehr stolz drauf und so eine Fusion von solchen Servern würde das Ganze natürlich, würde es natürlich einen Keil zwischenhauen, wie die South Park-Figur. Ja, und ja, das würde das Ganze natürlich zunichte machen. Das heißt, viele wären halt gegen so eine Serverfusion, weil die halt auf ihren Server gut sein sollen. Auf den anderen Servern wären sie natürlich, weil da auch viele starke Spieler sind,
würden sie natürlich weiter absinken denn dadurch. Ne? Dann ist die Frage, wie setzt man sowas um? Welche Server nimmt man da? Welche Server packt man zusammen? Ja, es war schon sehr oft gewesen, dass man halt so im Gespräch gewesen, dass ja, von S1 bis S5 alle Server zusammengepackt werden. Das sind alles nur Vorschläge von der Community. Seitens Player Games heißt es immer so viel, es ist nicht umsetzbar. Ja, da wurde aber halt auch schon gesagt, es wäre, also von der Community, von Leuten, die sich da gut auskennen mit ja, dem Coding und sowas, haben gesagt, es wäre umsetzbar, aber Shakes & Fidget tut es immer so ab, als wäre es nicht umsetzbar. So, wie das Ganze jetzt nun wirklich funktioniert, keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Und ja, auf jeden Fall, viele würden sich das wünschen, viele wären dagegen. Meine persönliche Meinung wäre es irgendwie, ja, also gut, Nachteil wäre halt noch, denn, dass diese Server, die dann zusammengelegt werden, man müsste sich dann für einen Server entscheiden, wenn jetzt zwei zusammengelegt werden. Das heißt, einer würde komplett von der Bildoberfläche verschwinden und der andere würde aufblühen. So. Oder man macht es so, dass halt Spieler sich selbst aussuchen können, ob sie auf einem anderen Server rauf joinen wollen oder nicht. Was natürlich den attraktiveren Server auch wieder noch attraktiver macht und den Server, der inaktiv ist, noch inaktiver macht, als er sowieso schon ist. Was natürlich auch wieder für Ungleichgewicht sorgt und deswegen ist diese ganze Thematik ziemlich schwierig und ich persönlich könnte euch nicht sagen, wie man sowas umsetzen könnte. Trotzdem finde ich das Thema ziemlich spannend und bin auch gespannt darauf, was ihr so für Vorschläge habt, was ihr euch wünscht, ja, ob ihr überhaupt dafür seid oder dagegen seid und ja, was man da, falls ihr dafür seid, warum und dagegen auch warum, ne? Und ja, wie man halt so eine Serverfusion machen könnte, falls denn das Interesse da wäre. So. Ich persönlich muss sagen, ich finde es auch schade, dass auf meinem Server, ja, ihr seht es ja selbst, also bei mir ist es halt nicht so viel los. Wir müssen auch da kämpfen, dass wir halt noch aktive Leute in unsere Gilde bekommen. Deswegen ist die Ritterhalle auch relativ weit unten, weil es ist wirklich schwierig, Leute mit einer guten Ritterhalle noch zu finden, die in die Gilde zu holen und die auch noch aktiv spielen. Das ist auf solchen alten Servern wirklich extrem schwierig und das ist halt so ein bisschen belastend so, ne? Ja, was so Gilden angeht, würde ich auch mal so behaupten, ich weiß es nicht, so, ja, mittlerweile ist unsere Gilde auch noch immer aktiv, aber halt, ja, wird halt langsam, aber sicher eingeholt, so. Die anderen werden immer besser, ne? Ich hatte es euch ja gezeigt, so Ritterhallenpunkte sind hier sehr aktiv am Start und ich glaube, auf lange Sicht gesehen wird das Ganze auch noch ein bisschen, ja, uns auf Platz 2 drücken. Da gehe ich mal persönlich von aus, ob es so kommen wird, keine Ahnung. Aber ich würde jetzt so mal behaupten, dass die ersten 5, ja, 6 maximal noch Gilden hier mehr oder weniger aktiv sind. So, wir können mal hier auf diese Gilde reinschauen oder in diese Gilde reinschauen. Ja, vielleicht noch ein paar Free-to-Play, aber ansonsten nicht mehr so sehr viel los, sag ich mal. Ne? Ja, und das ist halt das Ding. So, ne? Und ich sag mal so, unsere Gilde ist zwar schon gut, aber wenn man sich jetzt so mal die neuen Server anschaut, dann ist das kein Maßstab. Dann ist unser Server noch relativ schwach im Vergleich zu den neuen Servern. Gut, die neuen Server müssen sich auch erstmal unter Beweis stellen und müssen erstmal gucken, ob die das auch wirklich so lange durchhalten. Aber man sieht schon, die Maßstäbe heutzutage sind deutlich höher. Und es geht ja auch deutlich schneller voran, als es zu unserer Zeit damals voranging. Ja, da war das Level noch deutlich schwieriger. Ja, deswegen kann man das auch so wahrscheinlich gar nicht so wirklich vergleichen. Aber wenn man sich mal das Cash-Potenzial anschaut von den neuen, die haben halt mittlerweile unsere Arena-Manager ja schon deutlich überholt, ne? Die wir hier auf den Servern haben. So, ne? Ihr seht das hier, 21 Blitzschaden ist halt, für Platz 1 ist es halt lächerlich. Ne? Es ist halt wirklich lächerlich. So, wenn ich sogar hier schon plus 25 habe und ihr wisst, wie wenig im Verhältnis, ne? Immer gemerkt, in den Arena-Manager gepumpt habe. So. Ja, das ist halt krass, auf jeden Fall. Und ja, ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt, was ihr dazu sagt, zu diesem Thema Serverfusion. Ich persönlich, ja, es ist schwierig. Also ich
möchte mich da eigentlich eher neutral halten, weil auf der einen Seite würde ich es feiern irgendwie, mehr Konkurrenz zu haben, aber auf der anderen Seite würde ich halt ungerne in der Rangliste weiter absinken wollen, nur damit wir neue Leute hier auf dem Server haben, die ja noch mehr Konkurrenz in die ganze Sache reinbringen. Aber es wäre auch wieder ein Anreiz zu sagen, ey, jetzt kannst du dich noch mehr ins Zeug legen oder so. Ne? Also es ist schwierig. Ich habe sehr hart für Platz 13 jetzt hier momentan gekämpft, ja, und auch lange und ja, hoffe natürlich, das geht auch noch weiter nach oben. Und ja, ich glaube, ich würde so vorschlagen, es ist schwierig so. Weil was ich jetzt sage, das hat auch alles wieder Nachteile. Deswegen kann ich euch nicht die optimale Lösung sagen und deswegen ist dieses Thema auch immer wieder mal im Gespräch, aber es hat auch niemand die perfekte Lösung. Was ich so machen würde, ist, dass es so eine Art, weiß ich nicht, wenn die auf einem neuen Server anfangen wollen, irgendwie einen Gemeinschaftsserver gibt, wo alle drauf joinen können, so, und da dann halt die ganzen aktiven Leute drin sind, wenn die mit ihrem Server unzufrieden sind und dort einen kompletten neuen Server dann so erschaffen, irgendwie, so. Ist auch nicht die perfekte Lösung, das würde auch wieder die alten Server noch mehr in Vergessenheit, da würden die noch mehr in Vergessenheit geraten. Und deswegen, so, wenn man irgendwie was Gutes macht, dann hat es auch ein Minus bei dieser Thematik. Und das ist das halt, was es so ein bisschen tricky macht. Aber auf jeden Fall war dieses Thema schon oft im Gespräch und ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung dazu gespannt. Meine habt ihr jetzt so mehr oder weniger dazu gehört, ja, aber ich kann mir ohne 100%ige Lösung, dass da niemand sich auf den Schlips getreten fühlt, was man eh nicht schaffen kann, ja, kann ich euch da auch keine akkurate Lösung zu bieten. Ja, vielleicht habt ihr da bessere Vorschläge, lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Das war es soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.